to corrupt himself and agree with Micah. Und wir sehen, dass dieser Mann, der sich eigentlich Gott hingegeben hat und ihn als einzigen Gott anbeten wollte, dass er sich dem hingegeben hat, diesem Götzendienst, und sich überreden hat lassen. So this shows the anarchy of the time of the judges. Das zeigt die Anarchie der Zeit der Richter. The people that were supposed to be so holy to God, that was supposed to come to lead the other tribes into the presence of God, into a relationship with God, was corrupting themselves as well. Dass die Leute, die eigentlich Segen für andere sein sollten, die heilig sein sollten und andere mit in Gottes Gegenwart nehmen sollten, dass die so korrupt waren und wir hier die Anarchie haben. And we see that Micah interpreted the Levite coming to his house as a sign of God's favor. Und wir sehen hier, wie es ein Zeichen von Gottes Gunst ist, dass der Levit in Michas Haus kommt. Even though he did everything a lot of things against the law, he was thinking that the Lord was the one that was blessing him. Obwohl er vieles tat, was gegen das Gesetz war, hat der Herr ihn gesegnet. So you can see how they were blind for their sins. Also könnt ihr echt sehen, wie sie ihre Sünden nicht gesehen haben. Yeah, in chapter 18 it starts with the phrase, in those days there was no king in Israel. In Kapitel 18 beginnt es so, damals hatte Israel noch keinen König. And there talks about the people of Dan seeking a place for their inheritance. Und da wird ein Ort gesucht für das Erbe des Stammes Dan. Because they were not able to settle where it was allotted to them. Denn sie konnten sich nicht dort niederlassen, wo es erlaubt war. So they wanted to find a different place to stay. Und deshalb mussten sie einen anderen Ort finden. So they sent 5 men to spy the land. Sie haben also 5 Spione in das Land gesandt. And they ended up in the house of Micah. Und sie sind im Haus Michas angekommen. They recognized the voice of the Levite. Sie haben die Stimme des Leviten erkannt. So they asked the Levite to ask the Lord if they would succeed or not. Also haben sie den Leviten gebeten, Gott zu fragen, ob sie siegen werden oder nicht. And the Levite said, no, you can go, God will bless you. Und der Levit hat gesagt, du kannst gehen, Gott wird dich segnen. And we have no record that he actually asked the Lord. Wir wissen aber nicht, ob er wirklich Gott gefragt hat. He just affirmed that they will be successful. Er hat einfach nur bestätigt, dass sie erfolgreich sein werden. So then the man went and found a city called Laish. Und dann ist der Mann gegangen und hat eine Stadt Laish gefunden. Yeah. It's Laish here in this passage, right? Because the name changed Laish. from Joshua. Ja. And the people of Laish were a peaceful people. Und die Männer von Laish waren friedliche Menschen. They lived in security. Die haben mit Sicherheit gelebt. They were quiet and they possessed wealth. Sie waren ruhig und hatten viele Reichtümer. The city was far away from the other city-states. Die Stadt war weit weg von anderen Städten. So Laish was a vulnerable city that they could come and conquer whenever they want. Laish war eine Stadt, die leicht verwundet würde und die konnten sie leicht einnehmen. So the 5 spies went back to their people. Also sind die 5 Spione zurückgekommen zu ihrem And Volk reported that Laish was a perfect city to be conquered. und sie haben gesagt, dass Laish eine gute Stadt ist, die man leicht erobern kann. And now we see that 600 men was ready to come against the city. Und dann sehen wir hier, wie 600 bewaffnete Krieger bereit sind, die Stadt zu erobern. They passed by Micah's house and got the Levite, invited the Levite to come. Die sind an Michas Haus vorbei und haben den Leviten gebeten mitzukommen. They also stole the gods of Micah. Und sie haben die Götzen von Micha auch gestohlen. So they went to the city. Die sind also in die Stadt gezogen, They killed all the citizens, haben alle Bürger getötet, burning the city. haben die Stadt niedergebrannt. And then they rebuilt another one that they named Dan. Dann haben sie eine andere gebaut, die sie Dan genannt haben. And they built a shrine. Sie haben einen Schrein gebaut And they set there the gods that they stole from Micah. und sie haben die Götzen benutzt, die sie von Micha gestohlen And haben. you will see that this shrine remained until the fall of the northern kingdom into the hands of Assyria. Und ihr werdet beobachten, dass der Schrein so lange blieb, bis das Nordreich nicht mehr da war. And the people kept on worshipping these idols until Israel was taken captive.
Und die Leute haben so lange diesen Schrein angebetet, bis das Nordreich Israels gefangen genommen wurde. Und Do you want the key verses for that? Wollt ihr den Schlüsselvers dafür? Yes, it's in 1 Kings 12, 26 to 30. Das ist in 1. Könige 12. 2 Kings 10, 29. 1. König 12, 26 bis 30. 2. König 10, 29. And you also can read about it in Amos 8, 14. Und ihr lest da auch was drüber in Amos 8, Vers 14. Okay. So Dan became the northmost border of Israel occupation. Also Dan war der nördlichste Punkt von Israels. And together with Beersheba at the south, they were the limits of the conquest. Und Beersheba war die Grenze im Süden. And you're going to see the repeated phrase throughout different books of the Bible, from Dan to Beersheba. Und ihr werdet immer und immer wieder in der Bibel lesen, von Dan bis nach Beersheba. And this is an expression to talk about the entire land, the whole Israel. Und mit diesem Ausdruck wollen sie sagen, das ganze Land Israel. It's a lot of key verses, so if you want about it, I can give you later. It's a lot. Es sind sehr viele Schlüsselverse, wenn ihr wollt, kann ich für euch später geben. Okay. So in chapters 19 and 21 to In 21, Kapitel 19 bis 21, is being recorded the civil war with Benjamin. da lesen wir den Bürgerkrieg mit dem Stamm Benjamin. The timing of civil war can only be like they say that the time that this happened was actually in the beginning of the Judges period. Also die Zeit, wann das passiert ist, nimmt man an, dass es zum Anfang der Richterzeit war. Because in chapter 20, verse 28, In Kapitel 20, Vers 28, Phinehas is being mentioned. wird Pinas erwähnt. And yeah, and we see that he was the son of, the grandson of Aaron. Und wir können lesen, dass er der Enkel von Aaron war. And so it's suggesting that it was actually at the beginning that this happened. Deshalb nimmt man an, dass es am Anfang war von der Richterzeit. And probably the author placed it here to portray the message. Aber der Autor hat es wahrscheinlich hier hingestellt, um eine bestimmte Botschaft rüberzubringen. And we see that the civil war almost destroyed the entire tribe of Benjamin. Wir lesen, dass dieser Krieg fast den ganzen Stamm Benjamins umgebracht hat. And it started with a super sad story. Und es fängt mit einer ziemlich traurigen Geschichte an. It started with a Levite traveler Es fängt an mit einem Leviten, der am Reisen war, with his concubine und seiner Nebenfrau. that spent the night in Gibeah. Und die haben die Nacht in Gibea verbracht. Now we see that the woman was raped, Wir können lesen, dass die Frau vergewaltigt wurde, tortured, geschlagen, murdered, and then dismembered. ermordet und dann in Stücke geteilt. And this created this space for the civil war. This atmosphere for the civil war. Mit diesem Ereignis hat der Krieg angefangen, also mit dieser schlimmen Atmosphäre. So in chapter 9, verse 1, In Kapitel 19. 19, sorry, 9. In Kapitel 19, Vers 1, Once again, we see that the phrase is repeated. There's no king in Israel. da lesen wir, in jenen Tagen hatte Israel noch keinen König. Therefore, it was a perfect situation for the people to do whatever they want. Deshalb war es eine perfekte Situation für die Leute, das zu tun, was sie wollten. So this Levite gets his concubine and he plans to go, and he's traveling with her. Also der Levit reist jetzt mit seiner Nebenfrau. And then, before that, we see that they went because she got angry at him or something happened between them, and she went to her house. Und er war wahrscheinlich zornig auf sie oder irgendwas ist da passiert. Also ist sie zu ihrem Haus gegangen. And then the Levite went to her house to restore their situation. Er ist zu ihrem Haus gekommen und die Leviten sind auch gekommen, um die Situation zu klären. And he stayed with the family for a few days. Und er ist bei der Familie geblieben für ein paar Tage. And then after that, they start their journey. Danach sind sie auf die Reise gegangen. And in their journey, they passed by the city called Jebus. Und sie sind dann in der Stadt Jebus vorbeigekommen. But the Levite didn't want to stay there because it was a Canaanite city.
Aber die Leviten wollten nicht dort bleiben, weil es eine Kanaaniterstadt war. And then he decided to go further to Israelite city, that is Gibeah in Benjamin. Und dann haben sie entschieden, dass sie weitergehen zu einer Stadt der Israeliten, Gibeah. They arrived in Gibeah at the sunset. Also sind sie beim Sonnenuntergang angekommen. And it's already a sign that the city had something weird with the people in the city because no one invited them home to come into their home. Und man sieht hier, dass da was komisch ist in dieser Stadt, denn keiner hat sie zu sich nach Hause eingeladen. It was actually an Ephraimite that invited them to stay in their house. Es war ein Ephraimiter, der sie dann eingeladen hat, um über Nacht zu bleiben. An Ephraimite that was living in Benjamin. Ein Ephraimiter, der in Benjamin gelebt hat. And when they went to the house, after some time, the people of the city came and approached the house and pounding the door and asking to send the Levite out. Und nach einer Zeit kamen die Leute der Stadt und haben an der Tür geklopft, dass der Levit rausgeschickt wird, so that they can know him. dass sie ihn kennenlernen Do können. you know the meaning of when the scriptures say, oh, they knew him or they want to know him, right? That is to have sexual relations with the person. Wisst ihr, was es heißt, wenn in der Bibel steht, und sie wollten ihn erkennen? Das bedeutet, dass sie sexuell Verkehr mit ihm hatten. That is actually an euphemism for sexual intercourse. Das ist ein Euphemismus für Sex. And this parallels what happened in Sodom. It parallels what happened in Sodom. Und es war ein Parallelismus zu dem, was in Sodom passiert ist. In Genesis 19:5. In 1. Mose 19, Vers 5. In unwilling to cast the Levite out, this elder Ephraimite offered to give his daughter and the concubine to the men of the city. Und der Ephraimiter wollte nicht den Leviten hergeben und dann hat er einfach die Nebenfrau und die andere Frau rausgegeben, die Tochter. So the concubine is the one that was put it out of the door, and the man of Gibeah violated her. Die Nebenfrau wurde rausgegeben vor die Tür und die Männer hatten Sex mit ihr. They violated her throughout the entire night. Sie haben sich an ihr vergangen über die ganze Nacht hindurch. And in the morning, she crawls back and stays there at the door spot. Und am Morgen ist sie an der Türschwelle und sie kann sich nicht mehr bewegen. And we see how the people of God that was supposed to be holy and be an example to the other nations became just like this pagan people. Und wir sehen, dass die Leute, die eigentlich Gott widerspiegeln sollten, die heilig sein sollten, fast wie die anderen Völker geworden sind. Or maybe even worse, we don't. Oder vielleicht sogar noch schlimmer. So we see also the way that the Levite talks with his concubine. Wir können auch die Art sehen, wie der Levit mit seiner Nebenfrau spricht. It sounds so unloving and cruel. He's just like, get up. Es hört sich so nicht liebenswert an und so grausam. Er sagt einfach, steh auf. And he got no answer because she was dead. Und er hat keine Antwort bekommen, denn sie war tot. So he picks her up and takes to his house. Also hebt er sie auf und nimmt sie mit in sein Haus. When he gets to Ephraim, he goes and cuts her body in 12 pieces. Und als er nach Ephraim kommt, schneidet er ihren Körper in 12 Teile. And he sent each piece to the different tribes of Israel. Und jeden Teil schickt er in einen anderen Teil Israels. Because what happened in Benjamin was a great tragedy. Denn was in Benjamin passiert ist, war eine Tragödie. And we will see that what happened there was not forgotten, was still remained in the memories of the people throughout the centuries. Und wir sehen auch, dass das, was hier passiert ist, noch Jahrhunderte später in den Köpfen der Leute war. This tragedy is recalled by the prophet Hosea. Dieses Ereignis wird von dem Prophet Hosea aufgegriffen. Hosea chapter 9, verse 9 and 10, verse 9. In Hosea 9, Vers 9 und Kapitel 10, Vers 9. He will talk about this tragedy. Er würde nochmal über dieses Ereignis und die Tragödie sprechen. So all the tribes came up together in Mizpah. Alle Stämme haben sich also in Mizpah versammelt. And they were ready to come more against the people of Benjamin. Und die waren bereit, noch mehr gegen
die Leute von Benjamin zu kämpfen. But they asked the people of Benjamin to give up the people of Gibeah. Und sie haben die Benjaminiter gebeten, dass sie die Leute aus Gibeah wieder hergeben. Instead of going against the entire tribe, just the city of Gibeah. Statt dass sie gegen das ganze Volk vorgehen, nur gegen die Leute aus Gibeah. But they didn't want to do so. Aber sie wollten das nicht tun. So the tribes came against Benjamin. Also haben die Stämme sich gegen Benjamin aufgelehnt. The Benjaminites resisted twice. Die Benjaminiter haben sich zweimal widersetzt. But at the end, they were severely defeated. Aber am Ende wurden sie mächtig besiegt. And the other tribes almost destroyed everything in Benjamin. Und die anderen Stämme haben fast alles in Benjamin zerstört. Only 600 men were left in the land of Benjamin. Nur 600 Männer waren übrig aus den Benjaminitern. And before going into war, the people of Israel established that they would not give their daughters into marriage to the Benjaminites, to the people of Benjamin. Und vor diesem Krieg haben sich die Leute geschworen, dass sie nicht ihre Töchter den Benjaminitern geben werden. But now they were fearing that Israel would lack one tribe. Aber jetzt hatten sie die Angst, dass Israel ein Stamm fehlen wird. So they had this brilliant idea of attacking another city. Also hatten sie die wunderbare Idee, eine andere Stadt anzugreifen. Because they refused to come against the Benjamites, so they now were going to attack the people of Jabesh Gilead. Denn sie haben sich widersetzt, gegen die Benjaminiter vorzugehen. Also haben sie die Stadt Ramat Gilead oder so angegriffen. So that they could get wives for the 600 men that were left. Also Jabesh Gilead heißt die Stadt, sodass sie Frauen bekommen könnten für ihre Männer. So 400 virgins were captured 400 Jungfrauen wurden gefangen genommen and given to the Benjamites, und an die Benjaminiter gegeben. but 200 were still without wives. Aber 200 waren noch ohne Frauen. And then they had another brilliant idea, Und dann hatten sie eine andere super gute Idee. to plan a way that the Benjamites could kidnap their daughters in the festival of Shiloh. Sie hatten die Idee, dass doch die Benjaminiter die Frauen kidnappen könnten bei dem Fest. Because they did a vow, right? They could not give their daughters into marriage, so they arranged a way that they could get the daughters without their permitting it. Yeah. Denn eigentlich war das nicht möglich, also haben sie einen Weg, eine Art und Weise gesucht, wie ihre Töchter den Männern gegeben wurden, obwohl es eigentlich nicht möglich war. They're always trying to cover a problem with another problem with another problem. It's just like increasing the mess. Und sie haben aus einem Problem ein anderes gemacht und es wurde immer schlimmer. And this is how the book finishes. Und so hört das Buch auf. They doing whatever they think is right. Sie tun das, was sie denken, dass es richtig ist. There is no king in Israel. Da war kein König in Israel. And this shows this repetition shows the necessity of a leader. Und diese Wiederholung zeigt, wie wichtig es war, einen Leiter zu haben. And in the book of Ruth, we see from where God will bring this leader. Und im Buch Ruth sehen wir dann, woher Gott diesen Leiter hervorbringen wird. That even in this mess, God was still working. Dass auch in diesem Chaos Gott am Werk war. He was still caring about his people, and he had a plan for his people. Er hat sich immer noch um sein Volk gekümmert und er hatte einen Plan. Let's talk a little bit about the book of Ruth. Also lasst uns über das Buch Ruth sprechen. The book of Ruth is part of the 5 scrolls that is read annually on the Jewish festivals. Das Buch Ruth wird jährlich bei den Israeliten gelesen. And this is one of the most beautiful narratives in the Old Testament. Und es ist eine der schönsten Erzählungen in dem Alten Testament. It's a simple and direct narrative. Es ist eine einfache und direkte Erzählung. And in the midst of this craziness and horrifying stories, we see God's redemptive plan in action. Und inmitten all dieser Schwierigkeiten und des Unheils sehen wir, wie Gott am Wirken ist und was für einen Plan er hat. And how God chooses people that society says that it's not important to accomplish His will.
Und wie Gott Leute auserwählt, die eigentlich nicht bedeutend scheinen, um seinen Plan durchzuführen. The book of Ruth also doesn't state who was the author, Im Buch Ruth können wir nicht sicher von einem Autor sprechen, but according to the Jewish tradition, Samuel was the author for this book. aber nach jüdischer Tradition war es Samuel. But there's no actual evidence to prove that it was him that wrote it. Aber es gibt keine wirklichen Beweise dafür, das zu prüfen. But whenever it was written, Aber wann auch immer es geschrieben wurde, the story was preserved and is accurate concerning the culture of the time. die Geschichte, die zeigt sehr gut die Kultur zu dieser Zeit. Yeah, and you also see that it happened in times of distress. Und ihr seht, dass es in einer sehr chaotischen Zeit geschrieben wurde. So through this book, God, the author is showing us that God is the one that is orchestrating history. Also was der Autor zeigen möchte, immer und immer wieder in dem Buch, ist, dass Gott derjenige ist, der die Geschichte führt. That he chooses individuals to accomplish his plans. Dass er Einzelne aussucht, um seine Pläne durchzuführen. This book is also important because it shows us where David came from. Und das Buch ist sehr wichtig, denn es zeigt auch, wo David herkommt. And for us Christians, it's important because it's also part of the lineage of Jesus. Und auch für uns Christen ist es wichtig, das Buch zu lesen, denn es ist auch der Stammbaum, der dann Jesus hervorbringt. So the story starts in chapter 1 with this family during the time of Judges moving from Bethlehem to Moab. Also das Buch im Kapitel 1 fängt mit der Familie an, die aus Bethlehem in das Land Moab zieht. Elimelech, his wife Naomi, and his two sons moved to the city. Das waren Elimelech, To Moab, sorry. seine Frau Nomi und die zwei Söhne, die sind nach Moab gezogen. And in this land, in the land of Moab, Elimelech and his two sons died, Und im Land Moab sind dann Elimelech und seine zwei Söhne gestorben. leaving Naomi without anything. Und Naomi war ohne alles jetzt in der Stadt. And we see that in the end of chapter 1, she is planning to go back to Bethlehem. Und am Ende von Kapitel 1 plant sie zurückzugehen nach Bethlehem. And her daughter-in-law Orpha decided to not go back with her, but return to her family. Und ihre Schwiegertochter Orpha möchte nicht zurückgehen. But Ruth decides to remain with her. Aber Ruth sagt, sie bleibt bei ihr. And we see that she decided to follow Yahweh. Und sie sagt, dass sie Jahwe auch anbeten möchte. She didn't allow her mother-in-law to stay alone. Und sie hat es nicht erlaubt, dass ihre Schwiegermutter allein geblieben wäre. So we see that both of them return to Bethlehem. Also können wir lesen, dass die beiden zurück nach Bethlehem kommen. And in chapter 2, we see that when Naomi gets in Bethlehem, she discovers that she had a relative called Boaz, Und in Kapitel 2 stellt sich heraus, dass Nomi einen Verwandten hatte und der hieß and Boaz. that this guy is actually one of their redeemers, Und dass dieser Mann einer ihrer Erlöser sein wird. according to the custom of the Levirate marriage. Nach dem Gesetz der Ehen bei den Leviten. The Levirate marriage says that Oh, die Leviten. Levirate marriage law. The brother-in-law might marry his brother's widow in order to produce him a heir. Also also es war auf jeden Fall, dass der Mann ihre Linie weiterführen sollte. Und deshalb hat er die Familie eingeheiratet. We see that the Lord gave instructions concerning this, Gott gab Anweisungen, wie sie das tun sollten. but it was also a common practice in ancient Near East. Aber es war auch was ganz Gewöhnliches im alten Nahen Osten. So Boaz was the redeemer kinsman Also Boas war der Erlöser, that was qualified to perpetuate their lineage. und er war qualifiziert, dass er
in deren Familie kommt. So we see how God brings them together, and He is the one behind the story. Und wir sehen, dass Gott im Hintergrund am Wirken ist und dass der das alles vorbereitet. Ruth ended up on the field of Boaz. Ruth landet auf den Feldern von Boas. And then Naomi in chapter 3 had coached Ruth in concerning how to engage with Boaz according to the Levirate marriage laws. Und Naomi lehrt Ruth, wie sie sich verhalten soll. So she instructed Ruth in how to prepare herself. Sie sagt Ruth, wie sie sich vorbereiten soll. To go and present herself to Boaz so that he can decide if she's going to fulfill or not his what was according to the law. Also Naomi hat Ruth vorbereitet, wie sie zu Boaz hingehen soll und wie sie sich laut dem Gesetz verhalten soll. And we see this weird passage where Ruth is going to the threshing floor. Und wir sehen eine sehr komische Bibelstelle, wo Ruth zur Tenne geht. And that she was supposed to lay down at the feet of Boaz. Und dass sie sich zu den Füßen Boas legen sollte. Yeah, and yeah. But some people try to say that actually they had sexual relations here. Manche Leute sagen, dass sie hier Sex hatten. But I think that it's too much speculation. Aber ich glaube, es ist zu viel Spekulation. Because you need to interpret the passage with the whole of the book, with the entire book. Denn du musst die Schriftstelle in Bezug auf das ganze Buch sehen. And we see that her bold invitation to the Levirate marriage, it's according to the customs. Also, wenn man auf jeden Fall auf das Gesetz schaut, wie diese Ehen geführt werden sollen. Leviratsehe. And this move put Boaz in this position that he should decide if he's gonna take the position and be the redeemer for this family. Und Boaz muss sich jetzt entscheiden, ob er der Erlöser für diese Familie sein wird oder nicht. So he says that he recognizes that he is one of the redeemers. Er sagt, dass es anerkennt, einer der Erlöser zu sein. But that another person was a closer redeemer than Aber him. dass es eine andere Person gab, die noch näher an der Familie dran war. We also see that Boaz recognized that Ruth was a loyal woman Boaz hat auch anerkannt, dass Ruth eine loyale Frau war. because she left everything and remained with her mother-in-law. Denn sie hat alles zurückgelassen und ist bei ihrer Schwiegermutter geblieben. Even though she had the chance to go back to her family, Obwohl sie die Möglichkeit hatte, zurück zu ihrer Familie zu she gehen. decided to stay with her mother-in-law, so this called his attention. Trotzdem hat sie sich entschieden, mit bei ihrer Schwiegermutter zu bleiben und das hat die Aufmerksamkeit von Boaz bekommen. So yeah, Boaz was not the nearest kinsman to redeem her, Boaz war also nicht der Nächste, der sie erlösen konnte. but then we see that in this chapter 4, he went to talk with the nearest kinsman. Aber in Kapitel 4 können wir sehen, dass er mit dem anderen Großvater gesprochen hat And check with him if he was willing to fulfill his duty. und hat ihn gefragt, ob er seine Pflicht erfüllen wird. And then we have this, for me it was weird and funny practice of going to sitting on the gates of the city, by the gates of the city. Was jetzt passiert, fand ich ziemlich witzig, dass die da zusammen am Tor der Stadt sitzen. But this was an ancient practice. Every sort of civic, how to say, problems or concerns that they had, they would solved on the gates of the city. Also alles, was sie da an diesem Tor geschlossen haben, war was Wichtiges, was irgendwie die Stadt betroffen hat.
They would do business transactions there, judicial matters there. They will all be settled on the gates of the city. Also sie würden da Geschäfte machen und andere wichtige Dinge vollziehen. We see that even some gates